Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend. Schauen wir mal auf Glyphosat. Oder, wie es Glyphosat selber sagen würde, hey, komm schon. Wir sind doch schon so lange gute Freunde, jetzt hab dich mal nicht so. Nur weil es einen Typen in Amerika gibt, der angeblich durch mich Krebs bekommen hat, heißt das doch nicht im Umkehrschluss, dass die paar hundert anderen Klagen auch stimmen. Außerdem, was soll denn das jetzt? Seit Jahrzehnten helfe ich dir, alles zu töten, was dir im Weg ist. Unkraut, Insekten, Amphibien, Vögel, Menschen. Und jetzt bin ich auf einmal hier der Böse? Ich gebe dir nur eine geladene Waffe in die Hand. Auf wen du die hältst, ist ja wohl nicht mein Problem, oder? Die aber jetzt auf mich zu halten, das ist total unfair. Aber drück ruhig ab, mal sehen, wer mehr Eier hat. Falls du noch welche hast, denn, Junge, in meiner Nähe sind die Krebsraten echt scheiß hoch. Und das haben wir uns noch nicht einmal ausgedacht. Das hat Glyphosat selber bei der letzten Aktionärsversammlung von Bayer allen Aktionären ins Gesicht geschrien, bevor es dann von der Bühne gezerrt wurde und in einem dunklen Hinterzimmer vom Bayer-Vorstand mit einer riesigen Aspirin-Tablette verprügelt wurde. Das hier ist für die 40% Aktienverlust, du Sau. Das hier für den Image-Schaden, den wir durch dich erlitten haben. Dabei kannte man uns vorher nur als sympathische Giftmischer vom Rhein. Aber jetzt sind wir Mörder. Das waren wir zwar auch schon vorher, aber da hat es uns nicht interessiert. Und der Herr, du Drecksau, der ist einfach nur Spaß. Denn bei Bayer im Vorstand zu sitzen, ist schon Strafe genug. Traurig wanderte dann Glyphosat durch die Straßen, nur um sich dann in einem Pestizidlokal namens Agent Orange den Frust mit einer großen Flasche Rizin von der Leber zu saufen. Aber was ist dieses Glyphosat, das auch liebevoll Cyanid für die Umwelt genannt wird? Der Wirkstoff Glyphosat ist in über 70 Produkten im Handel erhältlich. Auf öffentlichen Plätzen ist das Pflanzengift mittlerweile verboten. Doch in Privatgärten und auf 40% der landwirtschaftlichen Flächen darf noch munter weiter gespritzt werden. Rund 6000 Tonnen pro Jahr in Deutschland. So kommt Glyphosat auch ins Getreide. Und wir holen uns das Gift auch noch durch Futtermittelimporte in unsere Nahrungskette. Glyphosat wurde schon in Brot, Käse, Milch und Bier festgestellt. Eine Untersuchung von 200.000 Urinproben ergab, dass in über 90% Glyphosat enthalten war. Eine Katastrophe. Denn laut Forscher soll es sich auf Gene, das Nervensystem und die Hormone auswirken. Und was für eine gottverdammte Scheiße denn? Im Urin ist ja schön und gut, aber auch in unserem Bier? Okay, jetzt wo ich sage, verstehe ich den Zusammenhang, warum es im Urin gefunden wurde, aber was für eine gottverdammte Scheiße. Aber gehen wir einmal 2 Schritte zurück. Schon immer war Unkraut einer der größten Feinde des Bauern. Neben der Tatsache, dass immer mehr Bauern nicht beim Smoking morgens die Äcker bestellten. Daher auch der Spruch, wir sind doch keine Bauern. Dadurch, dass die Bevölkerung immer stärker wuchs, musste nun auch immer mehr Essen angebaut werden, um diese versorgen zu können. Und um natürlich Kohle zu verdienen. Und um Unkraut zu vernichten, entwickelte der Mensch anfangs andere Arbeiter, die es aus dem Boden rupfen mussten. Da aber Sklavenarbeit dann doch recht zügig als illegal erklärt wurde, musste man nun auf die Chemiekeule der Herbizide, Insektizide und Fungizide zurückgreifen. Die 3 zusammen sind dann die heilige Dreifaltigkeit der Pestizide. Bis in die späten 60er Jahre hatten leider gerade die damaligen Herbizide, also Mittel, die Pflanzen vernichten, den großen Nachteil, dass sie nicht so effizient waren wie heutige Herbizide. Zwar töteten sie damals schon viel Unkraut, aber halt auch leider viele Menschen. Und das war aus nicht näher geklärten Gründen irgendwie doof. Bis 1950 der Schweizer Chemiker Henry Martin so lange in seinem Labor herumfummelte, bis er Glyphosat erfand. Und wie jeder gute Wissenschaftler testete er das an sich selber und wurde dadurch zu Unkrautman. Unvergessen sein Kampf zusammen mit den Avengers gegen Pflanzos und seine Allianz der Unkräuter. Jedoch wusste Henry Martin 1950, als er das erste Mal Glyphosat synthetisiert hatte, noch nicht, dass er damit den heiligen Gral der Unkrautbekämpfung erschaffen hatte. Das wurde erst Jahrzehnte später entdeckt. Jedenfalls lange Rede, einige zufällige Krebstode später war Glyphosat die Nummer 1 der Unkrautvernichtung. Und das nicht nur irgendwo, sondern gleich weltweit. Bis heute. Und das hat nicht nur super tolle Ernten gebracht, sondern gerade der falsche und
übermäßige Einsatz hat auch das hier, wie in Argentinien, gebracht. Arnoldo Teixeira ist Tabakbauer wie sein Vater. Er verwendet, wie alle Bauern in der Provinz, seit etwa 15 Jahren genetisch verändertes Saatgut und dazu passende Pestizide. Vor allem glyphosathaltige Mittel. Schutzkleidung besitzt er nicht. Die Dreiecke sind die Leukämiekranken. Sie wohnen alle besonders nah an den Sojafeldern. Schaut her, Leukämie, 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 Leukämie. 16 Erkrankungen bei 5000 Einwohnern. Normalerweise sind es 1 oder 2 von 100.000. Sie haben überall diese Pestizide versprüht. Wenn Sie hier gesprüht haben, dann haben diese Wohnblocks etwas abbekommen. Und wenn Sie diese Felder auf der anderen Seite besprüht haben, waren die anderen Wohnblocks betroffen. Wir waren also mitten im Sprühgebiet. Und Krebs, Kinder mit Fehlbildung, Fehlgeburten, all das ist dort nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Und das ist mehr als schrecklich. Alles zurückzuführen auch auf den Einsatz von Herbiziden, vor allem den falschen Einsatz davon. Menschen in Argentinien bauen Tabak und Soja nicht an, weil sie sich damit schon immer einmal selber verwirklichen wollten, sondern weil sie es müssen. Ansonsten droht ihnen die Armut. Wenn es dann die genmanipulierte Saat günstiger gibt als die nicht genmanipulierte Saat, dann nehmen sie die günstigere Variante. In der Hoffnung, dass dann etwas mehr am Ende für sie zum Leben übrig bleibt. Und wenn die genmanipulierte Variante mehr Glyphosat braucht, dann setzen sie auch mehr Glyphosat ein, notfalls selber gesprüht. Oder es wird einfach über den Plantagen geflogen und von dort aus gesprüht, während unten noch die Menschen arbeiten. Und dann ist es kein Wunder, wenn die Menschen krank werden. Natürlich gehen wir hier in Deutschland beim Herbizideinsatz und speziell mit Glyphosat anders um. So fliegen die Landwirte nicht über Städte und versprühen so Glyphosat, aber auch nicht freiwillig, sondern das ist gesetzlich verboten. Zumindest teilweise. Nun könnte man natürlich denken, dass die Landwirtschaft bei uns hier der größte Abnehmer von Glyphosat wäre. Und vielleicht fänden wir alle das auch noch irgendwie okay, weil dort, wo es versprüht wird, ist ja selten direkt bei uns vor der Haustür. Nur ist der bekannteste Abnehmer für Glyphosat ein anderer. Und wie macht es die große Deutsche Bahn? Ihre Spritzzüge versprühen rund 67 Tonnen Glyphosat jährlich. Nicht viel im Vergleich zur Landwirtschaft, mit rund 3500 Tonnen pro Jahr. Trotzdem, die Bahn ist der größte Einzelanwender und so im Fokus der Glyphosatkritiker. Die gesellschaftliche Kritik an der Verwendung von Glyphosat ist ja auch etwas, was uns einen Imageschaden bringt. Das ist sehr ärgerlich, denn das Verfahren ist ja von unserer Zulassungsbehörde als unbedenklich eingestuft. Zusammen mit dem Umweltministerium an einem Forschungsprojekt und wollen schauen, welche Alternativen es dafür gibt. Zum Beispiel die Behandlung des Gleisbettes durch elektrischen Strom, durch Heißwasser oder durch besonders energiereiches UV-Licht. Wobei man da auch einmal sagen muss, dass der Imageschaden, den die Deutsche Bahn jeden Tag erfährt, hauptsächlich davon kommt, dass sie die gottverdammte Deutsche Bahn ist. Jetzt aber Strom in den Gleisbetten zu haben, ich bin mir nicht so 100% sicher, ob die Nachricht, dass die Bahn erst einmal weiter Glyphosat benutzt, jetzt wirklich schlechter wäre als die Deutsche Bahn hat 2020 mit Stromschlägen immerhin weniger als 8000 Kinder getötet. Die EU hat nach langem Hängen und Würgen Glyphosat 2017 eine Zulassung für die nächsten 5 Jahre, also bis 2022 gegeben. Staaten wie zum Beispiel Frankreich wollen Glyphosat schon früher verbieten. Wir hinken da natürlich wie immer hinterher, denn Glyphosat ist nicht nur ein super Unkrautvernichter, sondern auch ein super Sprit für jeden Chemielobbyisten. Wobei ich hoffe, dass die das Zeug echt nicht saufen wie andere Red Bull. Könnte aber auch erklären, dass Glyphosat scheinbar dann Anstand und Moral auch gleich mitvernichtet. Aber immerhin wollen wir es auch bald nicht mehr haben, so ab 2024. Gottverdammte Scheiße. Liebe einheimische Insekten, bitte die Luft bis 2024 anhalten oder einfach nicht aussterben oder nach Frankreich ziehen. Also fassen wir noch einmal zusammen. Glyphosat ist nur die Spitze eines Eisberges voll mit Pestiziden. Und leider ist der Glyphosat zwar aktuell ein größeres Rad, aber eben nicht das einzige. Darum ist es umso wichtiger, nach Alternativen zu suchen, die uns am Ende nicht noch mehr töten, sondern vor allem uns und die Natur retten. Denn keiner will am Ende sagen, wenn alle tot sind, eine Katastrophe. Und wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass selbst wenn wir in der EU Glyphosat irgendwann verbieten,
wird es im Rest der Welt weiterhin exzessiv genutzt werden. Unter anderem, weil ja mit Europa dann ein Absatzmarkt verschwunden ist. Und Bayer wird bestimmt nicht auf seine Cash Cow Roundup verzichten, denn um diese überhaupt zu bekommen, haben sie nicht nur 66 Milliarden Euro bezahlt, sondern auch noch gleich 40% ihres Börsenwertes mitvernichtet. Ich wusste gar nicht, dass Glyphosat so etwas auch kann. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.